Seien Sie vorsichtig, was Sie in Ihr Profil schreiben. Wissen Sie was? Das Foto, das Sie in dieses Profil stellen, die wenigen ehrlichen Sätze, die Sie schreiben, könnten nur der Anfang sein. Wie sicher können Sie sich fühlen, wenn Sie mit jemandem chatten, den Sie nicht wirklich kennen? Oder so tun, als würden Sie jemanden kennen, den Sie kennen. Nun lassen Sie uns fragen, was ist, wenn alles nicht so ist, wie Sie denken? Was, wenn die Profilfotos, süßen Sätze und Willkommensnachrichten nur eine Maske sind? Falsche Profile auf Dating-Apps sind Fallen, die mit verborgenen Absichten, Affären ausgelegt werden. All das mag Ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben, aber Sie könnten Sie in eine Falle locken. Und hier ist vielleicht die erschreckendste von allen. Wenn Sie denken, dass jemand auf Sie wartet, plant er vielleicht tatsächlich, Sie zu töten. Klingt unglaublich, nicht wahr? Aber bevor es zu spät ist, müssen wir daran erinnert werden, dass wir alle ein Profil haben. Wer ist die Person hinter diesem Profil? Was ist verborgen? Deshalb ist diese Geschichte so wichtig, denn alles beginnt mit einem Profilbild. Teil 1. Sei vorsichtig, was du in dein Profil schreibst. Jahr April 2021, Südbrasilien, Curitiba und Santa Catarina. Während sich Brasilien noch von der Pandemie erholte, verbreitete sich leise ein anderes Virus im Süden des Landes. Dieses Virus steckte in einem Mann. Ein unschuldiges Profilfoto, ein paar freundliche Worte, aber die darauf folgende Stille würde sich als tödlich erweisen. José Tiago Correa Soroka. Mit 34 Jahren sah er wie ein gewöhnlicher Mann aus. Aber im Frühjahr jenes Jahres wurden in 3 verschiedenen Städten Brasiliens 3 Männer tot in ihren Wohnungen aufgefunden. Sie waren ertrunken, jeder nackt, schutzlos und warteten auf jemanden, den sie kannten. Keiner von ihnen zeigte Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens, also hatte der Mörder die Einladung seiner Opfer erhalten. Zunächst hatten die Polizisten Schwierigkeiten, die Verbindung herzustellen, aber was die Opfer gemeinsam hatten, war klar. Sie waren alle schwule Männer und nutzten alle Dating-Apps, besonders Grindr. Die Opfer verabredeten sich über die App, luden sie nach Hause ein und verschwanden dann. Es gab keine offensichtlichen Spuren an den Tatorten, aber es fehlte immer etwas. Die Handys der Opfer. Nach jedem Mord zerstörte Soroka auch ihre digitale Identität. Es war eine symbolische Auslöschung, nicht nur eine physische. Und hier ist der beängstigendste Teil. Keiner von ihnen schrie, weil José Tiago Vertrauen aufbaute, bevor er tötete. Und er hatte noch nicht aufgehört. Teil 2. Zum Schweigen gebracht durch eine Falle. Jahr Mai 2021, Porto Alegre, Brasilien. Der Schrecken der Morde hallte in der LGBT+-Gemeinschaft im Süden Brasiliens wider. Besonders in Großstädten begannen homosexuelle Menschen, Misstrauen und Panik gegenüber Dating-Praktiken zu empfinden. Die Polizei gab öffentliche Warnungen heraus. Treffen Sie keine Personen, die Sie nicht in der App kennen. Holen Sie sich Identifikationsinformationen, Standort teilen. Aber der Mörder hatte sein nächstes Ziel bereits ausgewählt. Das 4. Opfer würde das erste sein, das dem Tod nur knapp entkam. Ein junger Mann aus Porto Alegre traf José Tiago über die App. Das Gespräch war kurz und ein Treffen wurde vereinbart. Der Mörder benutzte die gleichen Taktiken: Ruhe, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit. Dann der still geplante Angriff im Haus, aber diesmal ging etwas schief. Das Opfer, das fast ertrank, unternahm einen letzten Versuch und rief die Polizei. José entkam, hinterließ aber eine Spur, Fingerabdrücke, Kameraaufnahmen und vor allem eine Sprachaufnahme. Dank der Aussage des Opfers begann Sorokas Methode zu entziffern. Er ist ein unauffälliger Mann mit sicherem Auftreten, der geschickt seine digitale Identität verwaltet. Aber in jener Nacht, zum ersten Mal, war ein Schrei zu hören. Die Polizei mobilisierte und dieses Mal hatten sie eine echte Spur, um ihn zu stoppen. Teil 3. Lautloser Jäger, offenes Ziel. Jahr Mai 2021, Brasilien, Curitiba. Mit der Aussage des überlebenden Opfers in Porto Alegre begannen die brasilianischen Polizisten, die Teile zusammenzufügen. Fingerabdrücke, die Fluchtroute, sogar das Pseudonym in der App, sie deuteten alle auf eine Person hin. José Tiago Correa Soroka. Aber Sorokas digitale Spuren waren zu schwach. Er benutzte falsche Identitäten auf Dating-Apps und führte Treffen über Instant-Telefonleitungen. GPS- und SIM-Kartenabgleiche waren schwer durchzuführen. Sie kannte die Schwachstellen des Systems gut. Als die Polizei seinen Hintergrund untersuchte, fanden sie ein noch eindrucksvolleres Bild. Er hatte vorher kleinere Verbrechen begangen. Einbrüche, Hausfriedensbrüche, Drohungen, aber keines davon hatte das Niveau eines Mordes erreicht. Bis 2021. Was war also passiert? Laut Psychiatern erlebte Soroka eine Explosion von unterdrückter Wut, religiösen Konflikten und sozialer Isolation. Er wählte seine Opfer mit einem bestimmten Profil aus und zielte nur auf schwule Männer ab. Es war nicht nur Mord, es war eine Art Bestrafung.
Es war ein Ausdruck seines eigenen inneren Hasses. Die Polizisten begannen ihm zu folgen. Sie überwachten seine digitale Aktivität, seine Social-Media-Konten, seine Bankaktivitäten. Und schließlich kam ein Hinweis. Sie plante einen neuen Datum. Dieses Mal ging sie nicht alleine. Kapitel 4. Das letzte Treffen. Jahr Mai 2021, Brasilien, Curitiba. Die Polizei erfasste ein kritisches Detail, während sie die digitalen Bewegungen von José Thiago verfolgte. An diesem Morgen hatte er mit einem anderen Benutzer auf einer Dating-App gematcht. Sein geplantes Treffen sollte in einem Gebiet in der Nähe der Wohnungen stattfinden, wo die vorherigen Morde geschehen waren. Dies war sein letzter Schritt und diesmal war er nicht allein. Die Polizei platzierte ein verdecktes Team am geplanten Treffpunkt. Das potenzielle Opfer arbeitete mit der Polizei zusammen. Thiago hielt sich an die vereinbarte Zeit. Er entkam nicht, als die Razzia stattfand. Ein Handy und einige digitale Dokumente wurden bei ihm gefunden, die einem anderen Opfer gehören sollen. Die Polizei fand noch mehr, als sie sein Haus durchsuchte. Einige Gegenstände der Opfer, gestohlene Dokumente und Notizen über die Taktiken, mit denen die Morde begangen wurden. Als er verhört wurde, war er zunächst still, aber angesichts der Beweise konnte er nicht entkommen. José Thiago Correa Soroka gestand kaltblütig 3 Morde und einen Mordversuch. Und er sagte diese Worte: Ich habe nur die Einfachen ausgewählt. Die an mich glaubten, die Wehrlosen. Dieses Geständnis war eine Bombe in Brasilien. Denn dies war nicht nur Mord, sondern ein Hassverbrechen, eine gezielte Jagd, das Produkt eines systemischen sozialen Zusammenbruchs. Aber jetzt war es vorbei. José Thiago Sorokas Profil wurde geschlossen. Sein richtiger Name war nun ein Symbol der Dunkelheit, bekannt im ganzen Land. Teil 5. 104 Jahre der Einsamkeit. Jahr 2022 bis 2023 Brasilien. Nach seiner Verhaftung wurde José Thiago Soroka schnell gemäß dem brasilianischen Strafgesetzbuch verurteilt. Er gestand das Verbrechen. Die Besitzgegenstände der Opfer wurden in seinem Haus gefunden. Die Zeugenaussagen der Überlebenden waren schlüssig. Die Polizei schloss den Fall mit technischen Beweisen ab. Die Staatsanwaltschaft definierte diesen Fall nicht nur als Mord, sondern auch als Hassverbrechen. Die Tatsache, dass Soroka nur Homosexuelle ins Visier genommen hatte, zeigte, dass die Verbrechen durch sozialen Zorn und systemische Diskriminierung motiviert waren. Während der Anhörungen zeigte Sorokas Gesicht nicht das geringste Anzeichen von Reue. Im Gerichtssaal sitzend, hörte er schweigend zu, ohne den Kopf zu heben. Die Familien der Opfer waren am Boden zerstört. Einige sagten, er hat nicht nur getötet, er hat die Ehre unserer Lieben gestohlen. Und schließlich wurde das Urteil verkündet. José Thiago Correa Soroka wurde zu 104 Jahren Haft verurteilt. Für das brasilianische Justizsystem war dies ein seltener Schuldspruch, aber für die Gesellschaft war selbst das nicht genug. Dieser Fall hat die Debatte über die Sicherheit von LGBTQ+-Personen im Land neu entfacht. Es wurden Rufe nach mehr Sicherheitsmaßnahmen gegen Verbrechen, die über Apps begangen werden, laut. Einige Organisationen veröffentlichten einen Leitfaden zur Sicherheit beim digitalen Dating. Die Menschen hinterfragen nun, wie tödlich Vertrauen sein kann. Nicht nur, wenn sie jemanden treffen, den sie nicht kennen. José Thiago Correa Soroka, harmlos im Profil, tödlich in der Realität, und das Einzige, was er hinterließ, war Stille. Teil 6. Die Stadt. Getötet durch Vertrauen. Jahr 2024, Brasilien. José Thiago Correa, Sorokas 104-jähriges Urteil, hallte als Stimme der Gerechtigkeit. Aber die Stimme der Angst dauerte länger, denn es war nicht nur die Anwesenheit eines Serienmörders, die sich in das Bewusstsein der brasilianischen Gesellschaft einprägte. Es war, wie Vertrauen zu einer Falle werden kann. Dating-Apps wie Grindr bedeuteten Freiheit für LGBTQ+Menschen. Aber Soroka verwandelte diese Freiheit in ein Jagdgebiet. Sein Profil zeigte das neue Gesicht des digitalen Zeitalters. Mörder lauerten nicht mehr in dunklen Gassen, sondern auf leuchtenden Bildschirmen. Nach diesem Fall meldeten Hunderte von Menschen verdächtige frühere Begegnungen der Polizei. Ich habe auch mit ihm korrespondiert, aber im letzten Moment aufgegeben, sagten einige Zeugen. So ging Sorokas Liste von Zielen weit über das Bekannte hinaus. Psychologen sagten, seine Motivation war nicht nur Hass. Es war der Angriff eines Mannes, der sich machtlos fühlte gegenüber denen, die mutiger waren als er. Sein Schweigen wurde von den Schreien anderer übertönt. Für die LGBTQ+-Gemeinschaft in Brasilien war dieser Fall ein Wendepunkt. Auf die Straßen wurden Graffitis mit den Namen der Opfer. Solidaritätsgruppen wurden gebildet. Kampagnen wurden unter dem Motto „Nicht vertrauen,
Ermitteln, Schützen gestartet. Und das ganze Land lernte, dass die größte Waffe eines Mörders nicht sein Messer ist, sondern sein Sinn für Vertrauen.